Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal wieder um einen kleinen Sendervergleich, und zwar habe ich hier einmal die Standardversion der neuen Yeti DS12 und einmal die Carbon Edition der neuen Yeti DS12. Und ich habe mir gedacht, wir können die mal im direkten Vergleich gegenüberstellen. Die Unterschiede sind zwar jetzt nicht so riesig, aber ich denke, für den einen oder anderen ist vielleicht mal ein direkter Vergleich ganz interessant. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, das Video zu machen. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja, das war erstmal der direkte Vergleich in Bildern, Daten und Fakten. Was gibt es jetzt als Fazit abschließend noch dazu zu sagen? Ihr habt da gesehen, die Standardversion der DS12 wiegt minimal leichter als die Carbon Edition. Das liegt natürlich unter anderem an der Carbonplatte und auf jeden Fall auch an den Aluminiumknüppelaggregaten und Aluminium-Bedienknöpfen. Die sind ja aus Kunststoff bei der Standardvariante. Was das Steuergefühl angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich beide Sender nebeneinander habe und berühre nur die beiden Sticks, die ja bei beiden Varianten aus Aluminium sind. Das sind ja nur die Knüppelaggregate, die aus Kunststoff sind bei der Standard DS12. Wenn ich jetzt mal hier die Sticks bewege und hier die Sticks bewege, muss ich ganz ehrlich sagen, spüre ich vom Steuergefühl her gar keinen Unterschied. Ich habe im Internet auch schon Kommentare gelesen, wo Leute einen Unterschied gemerkt haben. Aber ich persönlich kann nicht sagen, dass ich da irgendeinen Unterschied fühle. Aber es ist mit Sicherheit sinnvoll oder von Vorteil, wenn die aus Aluminium sind. Auch die Bedienknöpfe sind ja bei der Carbon Edition aus Aluminium. Ich sag mal, es fühlt sich minimal anders an. Natürlich, weil die Aluminiumknöpfe hier zum Beispiel kälter sind als die Kunststoffknöpfe. Aber die funktionieren ja natürlich genauso wie die Aluminiumknöpfe. Aber sieht halt auch optisch edler aus, wenn alles aus Aluminium ist, wie alles aus Kunststoff. Die Drehputis sind bei der DS12 Special Edition aber auch aus Kunststoff. Hätte man vielleicht noch aus Aluminium machen können, dann wäre alles aus Aluminium gewesen. Ansonsten sieht die Carbon-Oberfläche natürlich für mich zumindest wesentlich edler aus als die Kunststoffplatte bei der normalen Variante. Und ansonsten sind die Unterschiede ja wirklich relativ gering, bis gar keine da. Wir haben ja das gleiche Display, die gleichen Funktionen. Also es ist wirklich, der Hauptunterschied der beiden Varianten ist wirklich die Carbonfrontplatte, die Aluminium-Knüppelaggregate und die Aluminium-Bedienknöpfe. Und wir haben natürlich bei der DS12 Special Edition im Lieferumfang noch den Aluminiumkoffer dabei und den 5-Kanal-Empfänger. Und ich sag mal, für knapp 120 € mehr, wer sich zu der DS12, sage ich mal, einen Aluminiumkoffer noch dazu kaufen möchte und eventuell sogar noch einen 5-Kanal-Empfänger braucht, der sollte auf jeden Fall zur Carbon Edition greifen. Da sehe ich persönlich keinen Grund, warum man die normale Variante nehmen sollte. Wenn man jetzt den Sender einfach nur als Zweitsender oder als Schülersender benutzen will und man nicht unbedingt einen Koffer braucht,
kann man natürlich genauso gut zu der Standardvariante greifen und sich die 100 Euro, auch die 120 Euro sparen und die eventuell in irgendwelche Upgrades reinstecken. Aber ich sag mal, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich habe mich ja für die Carbon-Variante entschieden, weil ich die auch optisch schöner finde und weil der Rest halt aus Aluminium ist. Und ja, aber das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, das wäre es eigentlich gewesen, was es zu den beiden Unterschieden und zu den beiden Sendern zu sagen gäbe. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video und wer noch nicht hat, kann meinen Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Heli Chrissy. Ciao.